Du bist absoluter Neuling im Bereich 3D-Printing und weißt noch gar nicht, wie du überhaupt starten kannst, wie du loslegen kannst, was du alles brauchst, dann bist du hier in diesem Video heute genau richtig. Hi, vielleicht spielst du ja mit dem Gedanken, dir einen 3D-Drucker zu kaufen. Vielleicht hast du dir aber auch schon einen bestellt. Die Vorfreude und die Erwartungshaltung, die du hast, ich kann sie gut verstehen, ist bestimmt riesig. Und nun stellen sich die ersten Fragen, wie fange ich überhaupt an? Du stellst dir vielleicht die Frage, was du noch alles brauchst und wie du es schaffst, dass das erste Teil dann auch wirklich gedruckt werden kann. Und diese Fragen möchte ich heute mit dir ein bisschen erörtern. Und ich verspreche dir, ich werde nicht zu tief in die Materie gehen. Es ist absolut ein Video für Neulinge. Wir werden ein bisschen an der Oberfläche bleiben. Ich gebe dir einen Einblick über die ganze Thematik. Und ich werde versuchen, dich nicht zu überladen mit irgendwelchen Informationen, die in die Tiefe gehen. Was ist ein Retraced und weiß der Teufel was alles. Wir werden es langsam angehen und Stück für Stück aufarbeiten. Und ich werde daraus eine kleine Miniserie machen, die dir helfen wird, ja, das erste Teil zu drucken. Denn der letzte Teil dieser Miniserie, da wirst du dann zum Schluss wirklich einen kleinen Druck auf deinem Druckbett stehen haben und weißt auch danach, wie du weitermachen kannst. Fangen wir mit der ersten Frage an, nämlich, was brauchst du alles? Du brauchst einen USB-Stick, eine kleine Zange, eine lange Pinzette und eine Spachtel. Idealerweise, ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen hier auf dem Video, eine, die vorne etwas angeschärft ist, sodass du gut Drucke vom Druckbett lösen kannst. Die meisten Teile oder viele dieser Teile befinden sich oftmals schon bei der Lieferung deines Druckers im Paket dabei, aber nicht alle Teile und nicht bei jedem Drucker. Insofern, wenn etwas fehlt, besorg dir diese Teile, die ich dir gerade gezeigt habe, denn du wirst sie auf jeden Fall benötigen. Was du ebenfalls benötigst, ist Filament. Filamente gibt es in den unterschiedlichsten Kunststoffarten. Ich rate dir dazu, fang an mit PLA. PLA ist super einfach zu drucken. Es gibt kein leichteres Filament für am Anfang einzusteigen. Und hier gebe ich dir gleich schon einen Tipp bezüglich der Farbe. Weiß und Schwarz sind tatsächlich die beliebtesten Filamentfarben überhaupt und haben einen kleinen Vorteil. Sie machen nämlich deinen Ausdruck etwas schöner, als er vielleicht tatsächlich ist. Wenn du aber deinen Drucker kalibrieren möchtest, dann ist Weiß und Schwarz definitiv das falsche Filament. Dann solltest du dir ein graues Filament in den Warenkorb legen, denn aufgrund des Lichteinfalls und der Farbgebung hat das eine gute Reflexion. Du kannst sehr gut erkennen, wo dein Drucker noch Schwachstellen hat. Und deshalb empfehle ich dir auf jeden Fall, einen grauen Farbton, einen hellgrauen Farbton mit in den Warenkorb zu werfen, denn den Drucker wirst du auf jeden Fall kalibrieren wollen. Bevor du Filament kaufst, prüfe, ob auch der Durchmesser zu deinem Drucker passt. Die meisten Drucker arbeiten mit 1,75 mm Durchmesser. Heißt, wenn du Filament kaufst, achte auch darauf, dass das Filament den passenden Durchmesser hat. Noch einen kleinen Tipp für die Anfänger. Umso dunkler das Filament, umso mehr Farbpigmente sind enthalten. Und je nach Hersteller kann es durchaus sein, dass du merkst beim Drucken, dass ein dunkles Filament ein bisschen schwerer zu drucken geht wie ein helles. Die Fortgeschrittenen merken das überhaupt nicht mehr, aber gerade als Anfänger, wenn dein Drucker noch nicht super kalibriert ist, kann es sein, dass du da schon Unterschiede merkst und vielleicht auch auf deine erste kleine Hürde stößt, aber hab keine Sorge, du kriegst das bestimmt hin. Kaufe auf keinen Fall billiges Filament. Du wirst dich nur ärgern und es wird dir unter Umständen die Lust am 3D-Drucken nehmen. Kaufe ordentliches Markenfilament. Ich zum Beispiel nutze sehr gern das Filament von DAS Filament. Ebenfalls sehr schön, finde ich zumindest, ist Extruder Filament, Biofusion. Lässt sich sehr gut drucken, ähnliches Verhalten wie PLA beim Drucken und hat einen wunderschönen seidigen Glanz, ist allerdings nicht ganz so stabil wie ein PLA-Filament. Wenn es dir aber darum geht,
ein Teil auszudrucken und es irgendwo hinzustellen, ist das völlig ausreichend. Verzichte am Anfang auf jeden Fall auf PLA-Mischfilamente. Damit meine ich Geschichten wie fluoreszierende Filamente, Glow in the Dark, Holzfilamente, Filamente mit Steinanteil oder auch mit Metallanteil. Das ist nichts für einen Anfang und unter Umständen brauchst du sogar spezielle Einstellungen, eventuell sogar eine gehärtete Düse. Lass das erstmal noch nebenliegen, dieses Thema, so schön wie diese Filamente sind. Solange du dich nicht sicher fühlst im Bereich 3D-Druck, fügst du nur eine weitere Komponente hinzu, die dir Schwierigkeiten bereiten kann und du dann einfach nicht mehr weißt, wo du suchen sollst. Kommen wir zur Software. Um ein 3D-Model auf den Drucker zu bringen, muss es umgewandelt werden mithilfe eines Slicers. Es gibt sehr viele Slicer auf dem Markt. Die 3 bekanntesten nenne ich dir mal. Das ist Simplify 3D, das ist der Prusa Slicer und Cura. Ich persönlich nutze Cura, denn für viele Drucker ist bereits in Cura ein Standardprofil enthalten und das macht dir den Einstieg nochmal etwas leichter. Um es gleich vorwegzunehmen, das Standardprofil ist ganz nett für den ersten Ausdruck, es ist aber nicht auf genau deinen Drucker kalibriert. Und jeder Drucker, und sei es auch die gleiche Marke, das gleiche Gerät, verhält sich immer ein wenig anders. Dieser Slicer wandelt dann dein CAD-Modell, dein STL-Modell in eine Maschinensprache um, die dem Drucker dann genau sagt, wie er sich auf dem Druckbett in der Höhe, also X, Y und Z-Achse, bewegen kann, gibt die Geschwindigkeit vor, gibt auch die Menge an Filament vor, die in die Düse extrudiert werden soll. Wenn du selbst eigene CAD-Zeichnungen erstellen möchtest, empfehle ich dir eine sehr einsteigerfreundliche Variante, die auch kostenlos ist, nennt sich Tinkercad, und aus dem gleichen Herstellerhause die professionellere Version Fusion 360 für alle, die richtig tief in diese Materie einsteigen wollen. Für den Nicht-Business, nicht kommerziellen Bereich ist Fusion 360 kostenlos und sehr zu empfehlen, wenn man komplexe Zeichnungen entwerfen möchte. Alle Links zu Software wie auch zu den Webseiten lege ich natürlich wie immer unten rein. Auch alles, was ich jetzt im Nachfolgen noch erzähle, wo ein Link benötigt wird, werdet ihr später dann unter dem Video finden. Und jetzt nehme ich euch mal mit an den Rechner, denn hier zeige ich euch dann, wie man einen Drucker in einem Slicer anlegt. In meinem Fall wird das mit Cura sein. Wie bereits gesagt, Cura hat wirklich viele Hersteller drin mit Standardprofilen. Möchte aber eines schon vorwegnehmen, du wirst mit Sicherheit deinen Drucker kalibrieren wollen. Ich kenne praktisch niemand, der keinen Spaß daran gefunden hat oder zumindest mal den Willen gezeigt hat, seine Ausdrucke qualitativ anzuheben. Und um dir eine Menge Irrwege und wirklich verdammt viel Plastikmüll zu ersparen, kann ich dir nur den Tipp geben, schau mal auf die Webseite von der 3D-Druck-Community vorbei. Die haben dort einen Einstellfahrplan. Und im speziellen Bereich Praxis, die Einstellprozedur, ist sicherlich für dich sehr interessant, denn du wirst dir wirklich verdammt viel Zeit sparen, wenn du diesen Einstellfahrplan durchgehst, diese Einstellprozedur durchgehst, und du wirst sicherlich mit deutlich besseren Drucken belohnt werden, wenn du dir die Mühe machst, das durchzuarbeiten. Gut, dann legen wir jetzt mal einen Drucker an. Sehr wahrscheinlich nach dem ersten Starten von Cura landest du direkt in diesem Add Printer Menü. Das wird sich vermutlich direkt beim ersten Starten öffnen. Falls nicht, findest du es unter Settings Printer, Add Printer. Und hier hast du unter Add a Non-Network Printer die Auswahl der ganzen Drucker, die bereits hier als Standardprofil abgelegt sind. Ich möchte euch das Ganze zeigen am Beispiel eines Atelier Genius. Den wählen wir hier aus, drücken auf Add und bekommen schon, ich sag mal, die Standardparameter, die Cura hinterlegt hat. Und ihr seht auch direkt, das passt alles. Ne? X, Y 220, Z hat 250, das Druckbett ist viereckig, es ist ein Heatbed vorhanden, der G-Code ist auf Marlin eingestellt, also auch hier soweit alles gut. Switchen wir mal rüber zum Extruder. Extruder ist auf 1,75 mm Durchmesser eingestellt. Passt. Next. Ja,
Und das war's. Jetzt haben wir schon den Drucker angelegt in Cura. Und ihr seht, in diesem Fall hat man sogar ein schönes Druckbett, ein schönes Design. Ja, man kann sogar da oben erkennen, da steht Genius drauf. Das ist natürlich super. Und man weiß auch, wie man das Druckobjekt auszurichten hat, denn ja, so sieht der Drucker ja von vorne aus. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten wichtigen Punkt. Denn wo kriege ich denn meine 3D-Druckmodelle überhaupt her? Um nur einige zu nennen, MyMiniFactory zum Beispiel oder PinShape sind schöne Anlaufadressen. Aber am weitesten oder die absolut bekannteste Plattform überhaupt ist Thingiverse. Ich weiß nicht, wie viele Modelle dort sind. Wahrscheinlich geht es in die Millionen rein, würde ich vermuten. Links werde ich euch natürlich unten reinlegen und wir springen jetzt auch mal auf Thingiverse drauf. Denn hier möchte ich euch nahelegen, eben nicht mit einem solchen Druck zu starten, denn ich garantiere euch, die Enttäuschung ist, ja, die wäre definitiv da. Euer Drucker bzw. euer Drucker kann das, nur ihr könnt den Drucker noch nicht so bedienen, dass er so ein Modell auswerfen wird. Fangt langsam an und nehmt euch nicht direkt am Anfang schon den Spaß am Drucken. Immer gut sind am Anfang solche Calibration Cubes, somit kann man zumindest mal schon auf einer, ja, ich sag mal, niedrigen Ebene oder einfachen Ebene feststellen, wie sehen denn die Layer aus? Sehen die sauber aus? Habe ich unten Elefantenfüße? Ist das X in Ordnung? Ist das Z okay? Wie sieht das Y aus? Ihr könnt auch hingehen, könnt diesen Calibration Cube vermessen, mit einer Schiebelehre zum Beispiel. Dieser sollte 20 mal 20 mal 20 Millimetern haben. Wenn die Abweichung größer ist wie 0,1, 0,2, wäre es empfehlenswert, hier ein bisschen nachzukalibrieren. Das wäre aber etwas für ein anderes Video. Und bis ich so ein Video gemacht habe, würde ich euch empfehlen, schaut mal bei Google rein oder eben bei der 3D-Druck-Community. Die geben dort schon entsprechende Beispiele, wie man das durchführen kann. Vielleicht zum späteren Zeitpunkt werde ich da ein Video auch nachreichen. Als zweiten Ausdruck ist immer ein Benji optimal. Um es gleich vorwegzunehmen, der Calibration Cube wie auch das Benji haben, ja, ich sag mal, praktisch Kultfaktor in der 3D-Drucker-Szene. Es gibt wahrscheinlich niemanden, der diese zwei Teile nicht schon mehrfach gedruckt hat. Warum? Beim ersten habe ich es bereits erklärt, der Cube ist super, um die Präzision zu messen. Wie genau druckt mein Drucker, welche Toleranzen hat er auf X, Y und Z. Und das Benji ist ebenfalls ein sehr schöner Druck, denn hier hat man einen starken Überhang. Da werdet ihr sehen, wie gut euer Bauteillüfter ist, beziehungsweise ob der überhaupt ausreicht, ob man da eventuell ein bisschen nachbessern muss. Hier an diesem Kreis seht ihr, wie sauber dieser druckt. Die Layer sind sehr interessant, sich anzuschauen. Hier in diesem Fensterrahmen entstehen sehr gerne Stringings. Also das ist ein Part, den man kalibrieren kann. Und ebenfalls interessant hier unten, dieses Teil ist rund, genauso wie oben dieser kleine Schornstein. Da könnt ihr mal schauen, ob der Drucker denn auch wirklich sauber rund drucken kann. Denn das ist das nächste Problem. Ne? Ein nicht sauber kalibrierter Drucker wird euch statt ein Kreis ein Oval drucken. Insofern sind so kleine Ausdrucke und die sind wirklich recht klein. Ihr seht es ja an den Größenverhältnissen hier von der Hand. Super geeignet, um den 3D-Drucker einfach mal auf Herz und Nieren zu prüfen, ohne gigantische Mengen an Plastik zu verschwenden und Zeit zu investieren. Macht erstmal kleine Drucke, geht langsam an die Sache ran und schaut, wo ihr Probleme bekommt. Benji zum Beispiel gibt es eine Webseite, die beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema Analyse des Benjis und dessen Fehlerverhalten, wie man diese lösen kann. Ich versuche die Webseite rauszufinden und lege sie natürlich dann ebenfalls unten rein. Und so kann man sich dann Schritt für Schritt an komplexere Modelle herantasten, bis man dann irgendwann vielleicht wirklich sagt, jo, ich bin soweit, jetzt drucke ich mir was richtig Komplexes aus. Wir haben also unser Modell gefunden, das wir ausdrucken möchten. Weil es einfach schöner zum Zeigen ist, nehme ich jetzt das Benji. Ich gehe hier auf Thingifiles und ihr seht, da ist eine ganze Latte drin. Ihr braucht das 3D-Benji STL und öffnen die Datei. Ja, und da liegt es auch schon auf dem Bett, unser erster
potenzieller Ausdruck. Einen kleinen Tipp möchte ich geben. Ihr seht jetzt, das Benji ist von links nach rechts ausgerichtet. Jetzt schaut euch mal an, wie der Bauteillüfter an eurer Nosel sitzt. Beim Genius sitzt der vorne drauf und bläst auch entsprechend nur von vorne runter. Heißt, er wird in dieser Richtung kühlen. Und genau diesen Punkt werden wir auch direkt verändern, denn das wird die Qualität des Bugs deutlich erhöhen. Wir drehen das Benji um 90 Grad, sodass der Bauteillüfter sehr gut da vorne an diese Stelle, und hier seht ihr es schon, die wird rot angezeigt. Cura hat das schon erkannt, das ist ein Problem. Alle Bereiche, die rot sind hier, ist ein Überhang und hier wird Luft benötigt, damit das Filament möglichst schnell abgekühlt wird. So, wie gesagt, ich habe es jetzt um 90 Grad gedreht, sodass die Luft des Bauteilkühlers in diese Richtung blasen kann und möglichst schnell diesen kleinen Bereich hier abkühlen kann, bevor die nächste Schicht drauf gedruckt wird. Denn ansonsten wird das da vorne sehr unsauber werden. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Qualität. Ich würde euch empfehlen, am Anfang mit Standardqualitäten zu arbeiten. 0,2 ist ein guter Parameter, gibt eine saubere Auflösung und schönen Druck und braucht auch nicht zu viel Zeit. Die Außenhülle ist eingestellt auf folgende Werte. Wall-Line Count. Wisst ihr was? Ich slice das mal schnell und dann kann ich euch das besser zeigen. Wir gehen jetzt mal rüber in den Preview-Mode und zoomen mal ein bisschen ran. Und verschieben hier mal die Höhe. Und da haben wir es auch schon. Ja? Und ihr seht, wir haben hier 1, 2, 3 Außenwände. Umso mehr Außenwände ihr habt, umso stabiler wird der Druck. Aber umso mehr Filament werdet ihr benötigen. Und umso länger dauert auch der Druck. Der Bereich innen drin, dann gehen wir jetzt mal ein klein bisschen hoch. Dieser Bereich hier nennt man Infill. Und zu diesem werden wir jetzt kommen. Ihr seht hier, der Standard Infill steht auf 20%. In der Regel ist das auch okay. Ich denke mal, standardmäßig zwischen 15 und 25%. Das ist wohl der meistgenutzte Infill überhaupt. Dieser Druck wird wirklich stabil werden mit 15 bis 25%. Nur bei Drucken, die eben eine höhere Stabilität benötigen, kann man diesen Parameter verändern. Ich zeige euch das mal kurz. Wir machen mal 80%, was schon verdammt viel ist. Und dann sieht das so aus. Das Ding ist nahezu dicht, komplett voll mit Infill. Sowas braucht man nicht und wäre wirklich Kunststoffverschwendung. Denn das ist auch tatsächlich ein großer Vorteil beim 3D-Drucker. Ein Spritzgussteil ist immer vollständig gefüllt, währenddessen der 3D-Drucker nur die Bereiche füllt, die wirklich benötigt werden. Tatsächlich spart man hierdurch eine Menge Kunststoff. Ich stelle das nochmal zurück und wir kommen zum nächsten Punkt. Material. Und hier seht ihr, sind 200 Grad voreingestellt als Build Plate Temperature, also auf gut Deutsch eure Betttemperatur steht auf 60 Grad. 60 Grad ist ein optimaler Wert für PLA. Welche Temperatur jedoch empfohlen wird vom Filamenthersteller, steht in der Regel direkt auf der Rolle drauf. Nun, ich möchte jetzt nicht zu weit ausholen. Es gibt Methoden, wenn ihr wollt, könnt ihr mal nach Heat Tower googeln und auch mal auf Thingiverse schauen, wie man sich an die optimale Temperatur jedes einzelnen Filaments herannähern kann. Aus der Erfahrung heraus ist ein PLA irgendwo zwischen 200 und 215 Grad optimal. Man muss da ein bisschen mit rumspielen, aber das werdet ihr relativ schnell feststellen. Sehr empfehlenswert ist es, die Initial Layer, also die erste Layer, ein bisschen wärmer zu drucken. Sagen wir mal, wir machen hier 210 Grad. Aus dem einfachen Grund, wenn die erste Layer ein bisschen wärmer gedruckt wird, haftet diese besser auf dem Druckbett. Gleiches machen wir auch mit der Build Plate Temperature, also der Betttemperatur. Die stellen wir hier auf 65 Grad. Einfach damit die erste Schicht besser haften bleibt. Gehen wir zum nächsten Punkt. Geschwindigkeit
werfen wir mal schnell einen Blick drauf. Ich würde aber an eurer Stelle für den ersten Ausdruck jetzt hier noch nichts ändern. Die Einstellungen sind eigentlich gar nicht mal so schlecht, sind nicht komplett durchoptimiert. Aber ihr sucht ja jetzt noch nicht nach dem perfekten Druck. Ihr wollt ja endlich was in der Hand halten. Ihr wollt ja schauen, ob euer Drucker funktioniert. Also lasst das einfach mal so stehen. Genauso wie Travel und Cooling, da wollen wir allerdings reinschauen, denn das Cooling ist sehr wichtig. Hier seht ihr Regular Fan Speed at Layer 4. Wir gehen jetzt mal runter. Also Layer 1 wird gedruckt, kein Lüfter an. Layer 2 und Layer 3 und Layer 4. Jetzt würde der Lüfter ab Layer 5 seine maximale Stärke erreichen. Vorteil an einem Lüfter, der etwas später einsetzt, ist, dass er den unteren Teil, die ja verantwortlich ist für die Betthaftung, nicht zu schnell abkühlt und somit eventuell zum vorzeitigen Lösen des Ausdrucks auf dem Druckbett führt. Also macht es wirklich Sinn, die ersten paar Layer ohne oder nur mit sehr schwachem Lüfter, also die erste Layer auf jeden Fall ohne Lüfter und danach erst langsam ansteigen, den Lüfter einzuschalten. Umso später ihr diesen einschaltet, umso besser wird das Ding auf dem Druckbett haften. Also hier die voreingestellten 4 Layer sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber auch hier gilt es, Erfahrung macht den Meister. Support. Support benötigt ihr nur bei Überhängen und da wir jetzt in diesem Video noch nicht zu stark auf komplexe Drucker eingehen wollen, lassen wir das Thema mal außen vor. Interessanter könnte die Buildplate Adhesion sein, denn ihr seht hier, wir haben Skirt eingestellt. Dieses Skirt, welches außenrum gedruckt wird, hat den großen Vorteil, dass bevor der eigentliche Druck stattfindet, euer Drucker erstmal außenrum, ich sag mal, einen Rahmen druckt und somit die Nosel schon mal mit Material vorfüllt und legt diese sauber aufs Bett drauf. Und das hat natürlich gewisse Vorteile, bevor er dann rüberspringt in den eigentlichen Druck, dass auch wirklich, ich sag mal, der komplette Hotend-Bereich sauber arbeiten kann. Ne? Ich will euch da jetzt nicht zu sehr mit Fachbegriffen nerven. Ihr merkt schon, ich versuche da die richtigen Worte zu finden. Versuche das aber jetzt wirklich so einfach wie möglich zu erklären. Gut, angenommen, ihr habt jetzt Probleme mit der Betthaftung. Ne? Das Teil löst sich also immer mal wieder. Und es gibt ganz viele Varianten, wie man das ausgleichen kann. Aber sagen wir mal, das Teil ist noch kleiner wie hier dieses Benji. Und da kann es dann schon zu Problemen kommen, dass aufgrund der kleinen Größe das Teil einfach nicht richtig auf dem Bett haften möchte. Ihr stellt dann einfach hier um von Skirt auf Prim. Wir slicen. Und ihr seht, ich gehe mal ein klein bisschen hoch. Der Druck hat nun, verbunden mit dem Hauptelement, also mit dem eigentlichen Druck, einen wirklich, ich sag mal, einen riesigen oder einen großen Rahmen geschaffen, der sich verbindet mit diesem Hauptelement und somit für mehr Auflagefläche am Druckbett sorgt. Und dieses wiederum sorgt dafür, dass der Druck nicht so schnell sich lösen kann. Diesen Trick kann man auch verwenden, wenn man merkt, dass das Teil sich auf einer Seite während des Drucks ein bisschen vom Bett hochhebt. Man nennt das Warping. Auch hier möchte ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe eingehen. Wenn ihr sowas habt, sucht mal nach dem Begriff Warping. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das auch anders zu lösen. Aber am Anfang ist die einfachste Variante wirklich, macht mal einen Brim drumherum, dass ihr überhaupt mal einen Druck in der Hand habt, der euch gefällt. Ich denke, am Anfang ist es einfach wichtig, dass man Spaß hat mit dem Thema, direkt was in der Hand hat und sehen kann, dass alles funktioniert, auch wenn der Druck nicht die absolute Präzision und ich sag mal, der perfekte Druck geworden ist, wie man es vielleicht bei manchen Leuten in Videos sieht. Ne? Das dauert einfach eine Zeit, bis man sich dorthin gearbeitet hat. Wir schauen uns jetzt mal noch das Benji von etwas weiter an. Und ich möchte auch gerne noch euch hier diese Achse zeigen, denn manchmal kann es ganz sinnvoll sein, wenn es zu Problemen kommt, dass man sich anschaut, wie denn der Drucker angesteuert wird. Und wir drücken einfach mal auf Play und sehen dann, wie die Nosel über den Bereich, über den Druckbereich, über das Bett geführt wird und jeden einzelnen Bereich
Schritt für Schritt abdruckt. Wir spulen da mal ein klein bisschen vor, damit es nicht so lange dauert. Ihr seht, er macht dann den Rahmen, das Infill und ist fertig mit dieser Schicht. Jetzt würde er in diesem Fall auf die Schicht 37 springen und macht das gleiche Spiel wieder. Wir gehen mal weiter hoch. Und ihr seht hier, wie sich Deckschichten bilden. Und diese Deckschicht findet ihr im Bereich Shell. Denn hier könnt ihr die Anzahl der Deckschichten einstellen, wie viele massive Schichten er drucken soll. Ich kann euch das auch mal ganz kurz zeigen. Und wir haben hier die Top Layers zum Beispiel. Ja? Wenn ich die jetzt von 4 auf 8 stelle, macht er mir mehr Deckschichten. Gleiches gilt auch für die Button Layers und die Initial Button Layers. Wenn ich diese hochdrehe, wird er mir entsprechend mehr massive Schichten unten auf dem Bett bzw. irgendwo in der Mitte, wenn das erforderlich ist, als Button Layers ausdrucken. Vorteil, das Teil wird massiver. Nachteil, die Druckzeit verlängert sich wirklich deutlich. Wir haben also unser Benji jetzt soweit mal analysiert und sagen, das gefällt uns so, wir möchten es jetzt ausdrucken. Und genau das tun wir. Wir speichern nun diese Datei auf einen USB-Stick ab. Den stecke ich in meinen Computer rein. Und lege das Benji mit Speichern ab. So, wir schauen uns mal schnell die Datei an, dass ihr das einmal gesehen habt. In der Praxis werdet ihr das wahrscheinlich so gut wie nie machen. Aber einfach mal, um zu sehen, was so ein Drucker überhaupt zu tun bekommt, so sieht ein G-Code aus. Und dieser G-Code wird nun vom Drucker Stück für Stück abgearbeitet. Und das ist eine ganze Menge, wie ihr seht. Insgesamt 150.000 Zeilen, die er da bearbeiten muss, um diesen Druck fertigzustellen. Und somit sind wir auch schon am Ende unseres Videos heute angekommen, denn was als nächstes kommt, ist der Druck selbst. Und bevor ihr diesen Druck machen könnt, gibt es am Drucker ja auch noch einiges zu tun. Denn wenn ihr einen neuen Drucker habt und dieser wurde von euch aufgebaut, gibt es ein paar Teile, die ihr tun solltet, bevor ihr das erste Mal einen Druck startet. Denn eines hat die Erfahrung gezeigt, die Qualitätskontrolle in China lässt manchmal etwas zu wünschen übrig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da, also unten auf die Glocke drücken und am besten auf Benachrichtigungen setzen. Dann erfahrt ihr sofort, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Wenn ihr mir ein paar Kommentare da lasst, freue ich mich natürlich auch und wünsche euch somit viel Spaß beim Drucken, vielleicht auch viel Spaß bald beim Drucken und bis zum nächsten Mal. Ciao!